Das hier ist mein neues kleines Projekt, ein Aldi-Rechner von Medion aus dem Jahr 2012. Diesen Rechner habe ich selbst gekauft und einige Jahre benutzt, um damit hauptsächlich zu arbeiten. Dann habe ich ihn Bekannten geschenkt, um damit Steuererklärungen zu machen. Nach einigen Jahren war er vollkommen heruntergewirtschaftet und jetzt habe ich ihn wieder auf meinem Tisch stehen. Ich will sehen, ob ich ihn jetzt wieder arbeitstauglich machen kann. Der Rechner wurde über viele Jahre nicht mehr gut gepflegt, da wurde einfach ein Programm nach dem nächsten drauf installiert, ein Windows-Update nach dem anderen hat sich selbst installiert und er wurde auch nicht mal geöffnet und gereinigt. Man hört es auch, er ist sehr laut geworden und die Leistungsfähigkeit lässt auch zu wünschen übrig. Eingebaut ist ein i5-Prozessor der zweiten Generation auf 3 GHz, er hat 4 GB RAM und Windows 7 mit 64-Bit ist installiert. Die eingebaute HDD-Festplatte ist auch schon über 6000 Stunden gelaufen. Wenn man sich die Hardware-Informationen anschaut, sieht man, dass der Prozessor stark zu arbeiten scheint, zumindest eine gewisse Belastung hat, obwohl eigentlich gerade nur Windows läuft und sonst nichts weiter. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, das muss ich mir nachher also genauer anschauen, um zu prüfen, was da eigentlich los ist. Hier sieht man auch, dass die Nvidia-Grafikkarte GT 530 eingebaut ist, eine Mittelklasse-Karte der damaligen Zeit. Man konnte damit ein paar Spielchen spielen, aber viel war damit eben auch nichts zu holen. Die Temperatursensoren zeigen Temperaturen um die 40 Grad und das ist völlig in Ordnung. Also Temperaturen zwischen 30 und 50 Grad sind bei Prozessoren bei normalem Betrieb völlig in Ordnung. Trotzdem ist ein kühleres System immer auch leistungsfähiger und deswegen lohnt es sich auch da was zu tun. Ich lasse hier die Benchmark Performance Test 9 laufen, um zu schauen, welches Ergebnis dieses System erzielt. Ein Ergebnis, mit dem man leben kann, 2133 Punkte und die Schwachstellen sind die Festplatte und die Grafikkarte. Wer sich schon mal so ein Video von mir angeschaut hat, weiß, was das typische Prozedere ist, um einen PC aufzurüsten. Einfach SSD einbauen, das Ganze wird dann 4-mal schneller, RAM erweitern, wenn es geht, dann arbeitet das System einfach flotter und wenn es möglich ist, auch schön reinigen, falls das System verschmutzt ist, weil auch das immer Leistung wegfrisst. Dieser Computer ist so schmutzig, dass dieses Video bald nicht mehr jugendfrei ist. Um mir ein bisschen Platz zu machen zum Arbeiten, entferne ich ein paar Teile des PCs, hier zum Beispiel die Grafikkarte, dazu einfach die Schraube lösen und aus dem PCI-Slot entfernen. Hier war noch ein kleiner Kunststoffhebel, auf den muss man aufpassen, dass man den nicht abbricht beim Herausnehmen. Ansonsten geht das ganz einfach. Ich löse auch die RAM-Bausteine und nehme sie heraus. Ich wollte sie ohnehin ja ersetzen durch neue RAM-Bausteine. Dieser Computer hat leider nur 2 Slots, sodass die Erweiterung der RAM-Bausteine nicht so leicht ist. Man muss tatsächlich neue Steine kaufen und sie dort einsetzen. Also RAM-Bausteine, die eine höhere Taktfrequenz haben und eine höhere Kapazität. Ich löse die Kabel der Festplatte und unten sind auch noch versteckt ein paar Schrauben, die die Festplatte festhalten im Gehäuse. Wenn man sie dann entfernt, kann man die Festplatte entnehmen. Eine 1 TB Festplatte, ganz solide eigentlich, aber eben auch eine Schwachstelle des Systems. Um an den Prozessor ranzukommen, muss man auch den Lüfter entfernen. Mit dem hatte ich zuerst meine Schwierigkeiten, weil ich nicht das passende Werkzeug hatte. Ich musste mir einen PH1 Schraubenzieher kaufen, um den Lüfter entfernen zu können. Wie man sieht, muss auch der Lüfter ordentlich gereinigt werden. Hier sind überall Staubpartikel übrig und alles Mögliche ist ziemlich verdreckt.
Und genau so, wenn nicht sogar schlimmer, sieht auch der Kühler aus. Ich glaube, unter meinem Sofa sieht es weniger übel aus. Den Kühler entfernt man übrigens, indem man die Kunststoffhalterung mit einem Schraubenzieher mit einer Vierteldrehung in die angezeigte Richtung etwas lockert. Dabei werden die Halterungen unten geweitet, sodass man dann den Kühler leicht entfernen kann. Man braucht ein bisschen Gefühl dafür und muss es dann vorsichtig herausziehen. Da der Computer aber so laut war, vermute ich, dass einer der Lüfter irgendwie zu laut wird, aus welchen Gründen auch immer. Und um sicher zu sein, entferne ich auch das Netzteil und reinige auch den Lüfter in dem Netzteil. Ich habe früher sehr viel Respekt vor den Netzteilen gehabt, weil der jetzt eben auch was mit Strom zu tun hat. Aber eigentlich, wenn man da sicher vorgeht, es sollte auch kein Problem damit sein, das Ding zu öffnen und ordentlich zu reinigen. Hier habe ich auch zuerst eine Schraube übersehen, die unter einem Aufkleber versteckt war. Sobald man die aber löst, kann man auch das ganze Gehäuse schön auseinandernehmen und eben ordentlich an allen Komponenten und Bestandteilen arbeiten. Heute würde ich mir eigentlich nicht mehr einen Aldi-PC kaufen, aber damals war es ein sehr günstiges Angebot und in meinen ersten Berufsjahren habe ich diesen PC dann gekauft, um damit hauptsächlich Textdateien zu verarbeiten und Bilder zu bearbeiten, aber auch ein klein wenig zu spielen. Das war für die damalige Zeit für mich in Ordnung. Heute, wie gesagt, würde ich damit eben nicht mehr arbeiten wollen. Wenn alles gereinigt ist, wird einfach alles wieder zusammengesetzt und alles wieder zurück zum Ursprungszustand zurückgeführt. Um noch etwas mehr Performance aus dem System herauszuholen, reinige ich mit Isopropanol Prozessor und Kühler, um dann neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Beim Wiedereinbau des Kühlers muss man sehr vorsichtig sein, dass die Kunststoffbestandteile nicht beschädigt werden. Also Vorsicht auch mit dem Schraubenzieher, dass man nicht zu weit dreht. Die Dinger sind leider sehr empfindlich und wenn die Pins abbrechen, sitzen sie nicht richtig gut. Dadurch können weitere Störgeräusche im Betrieb entstehen. Für 13 € habe ich bei eBay 8 GB RAM gekauft und baue sie ein. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 4 GB, die ursprünglich eingebaut waren, denn allein Windows 10 braucht für einen vernünftigen Betrieb ja schon 4 GB. Außerdem baue ich noch eine SSD-Festplatte ein, auf die ich das Betriebssystem installiere, damit das System schneller startet und auch insgesamt schneller läuft. Die HDD-Festplatte von 1 TB baue ich auch ein als Datenspeicher. Der Unterschied mit der SSD-Festplatte ist enorm, denn gefühlt, aber auch messbar ist das System dadurch viel, viel schneller. Ich würde sagen, bis zu 4-mal schneller. Das Hochfahren des Systems dauert nach dem Einbau der SSD ca. 20 bis 25 Sekunden, also vom Knopfdruck bis zur Arbeitsbereitschaft. Fehlende Kabel, wie zum Beispiel dieses SATA-Kabel, würde ich immer gebraucht kaufen, hier in diesem Fall zum Beispiel für 1 €. Ihr habt auch gesehen, dass ich die SSD-Festplatte zwischen HDD und Gehäuse gemopst habe. Das ist nicht ideal, geht aber. Ich installiere noch schnell Windows 10, um dann einen Performance-Test durchzuführen und zu schauen, wie das System sich nun schlägt. Hier sieht man, dass die RAM-Bausteine erkannt worden sind im Dual-Channel 8 GB. Das allein sollte schon helfen. Aber auch das Auftragen der Wärmeleitpaste hat das System ungefähr 10 Grad kühler gemacht, was natürlich toll ist. Das neue Testergebnis zeigt, dass durch die Maßnahmen eine 10%ige Leistungssteigerung erzielt worden ist. Zum Vergleich habe ich Performance Test 10 installiert und das Ergebnis ist deutlich schlechter, weil hier neuere und bessere Systeme in der Gesamtwertung als Referenz dienen. Meine Arbeit ist getan und was mir auch nebenbei positiv auffällt, ist, dass der PC jetzt deutlich leiser läuft, aber immer noch nicht sehr befriedigend.
Ich frage nicht, ob da Crysis draufläuft. Erst recht nicht, ob da Crysis Remastered draufläuft. Ich frage, ob da Fortnite draufläuft. Genau genommen frage gar nicht ich, sondern es fragen Leute über eBay nach. Ich wollte den Computer einfach bei eBay verkaufen für kleines Geld, damit jemand damit arbeiten kann und das Ding noch genutzt wird und nicht auf dem Schrott landet. Was einem dann aber begegnet, sind lauter Leute bei eBay, die alle möglichen Fragen stellen, aber sich dann nicht mehr zurückmelden oder aber dann tatsächlich gar kein Interesse mehr haben. Eine der Fragen war eben, läuft da Fortnite drauf? Und da ich Fortnite selbst noch nie ausprobiert habe, wollte ich das gerne mal testen. Die automatische Systemerkennung führt dazu, dass hier die niedrigsten Einstellungen gewählt worden sind. Und das probiere ich einfach mal aus. Ich glaube, die Leute, die bei eBay solche Fragen stellen, wie zum Beispiel, läuft da Fortnite drauf, das sind heimliche Mitarbeiter von Amazon. Die werden noch bezahlt, um solche nervigen Fragen zu stellen und die Leute, die gebrauchte Ware verkaufen wollen, zu terrorisieren. Das Spiel sieht noch schlechter aus, als ich es erwartet habe. Niedrigste Auflösung, niedrigste Einstellungen, aber immerhin bei soliden 30 Frames pro Sekunde. Da die GT 530 nicht mehr die jüngste Grafikkarte ist und man auch gar nicht mehr die aktuellsten Nvidia-Treiber dafür installieren kann, sagt mir Fortnite auch schon, das ist nicht der optimale Treiber für mich. Und es entstehen Glitches und Grafikfehler beim Spielen, schwarze Texturen und alle möglichen Fehlerchen. Das ist sehr nervig, aber immer noch spielbar. Noch auffälliger als die ganzen Grafikfehler ist natürlich, dass man gleich beim ersten Spiel, das ich überhaupt spiele, gematcht wird mit Kindern. Ich glaube, das sind polnische Kinder, mit denen ich hier gerade spiele. Wahrscheinlich verfluchen sie mich die ganze Zeit und ich krieg's nicht mit. Immerhin spiele ich besser als die polnischen Kinder in meinem Team, die bereits tot sind.
Und so endet das erste Fortnite-Match, das ich jemals gespielt habe. Einfach zu tief gefallen. Also, das Fazit ist, Fortnite läuft darauf, aber es macht nur wenig Spaß, weil es so schlecht aussieht. Der PC selbst ist aber jetzt wieder arbeitstauglich und man kann damit wieder vernünftig arbeiten, und jemand, der wenig Geld investieren möchte, aber ein Arbeitsgerät braucht, findet hier in dem Aldi-PC, der 8 Jahre alt ist, trotzdem ein Gerät, das ganz vernünftig ist und mit dem wirklich das meiste hinkriegt, was man machen möchte. Man kann damit Textdokumente verarbeiten, man kann damit Bilder bearbeiten, YouTube-Videos schauen, man kann sogar ein bisschen spielen. Also für jemanden, der ein normales Office-Gerät braucht, ist das schon was.